zwar waren das die Shell-Skripts in 3 Varianten. Die erste Variante, baue mir ein neues Perl mit den verschiedensten cc-config Varianten, Flags, genau, Flags. Und zwar die gedeckten Varianten, das heißt echte Releases, die neue 5.21.11 zum Beispiel, oder eine stabile Release. Die letzte stabile Release wäre zum Beispiel 5.20.2, 5.18.4 oder 5, weiß ich nicht genau, und so weiter. Dann das Ganze so zu installieren, dass es in den verschiedenen Architekturvarianten, das heißt, wenn ich eine binäre Änderung vornehme, auch ordentlich installiert wird, das heißt mit dem richtigen Achtbar oder Achtnehmen. Und dann die nächste Variante ist mit all diesen Perls, die ich habe, teste mein Modul, damit ich von CPAN-Testers nicht so viele Fehler zurückbekomme. Und die dritte Variante ist, teste das Ganze noch in den verschiedensten VMs, die ich habe, also verschiedensten Plattformen. Also dass ich jetzt nicht nur auf Linux oder auf OS X oder auf Windows meine Testresults habe, sondern ungefähr 15 bis 20 verschiedene Betriebssysteme oder Varianten mit 32-Bit, 64-Bit und so, weil ich viele XS-Module schreibe. Bei PurePerl ist das egal, aber wenn man viele XS-Module schreibt, ist es klar, wenn man die eigene Testumgebung hat, weil man dann auch besonders die Fehler reproduzieren kann. Nachdem ich das alles schon gehabt habe, habe ich dann mit dem angefangen, nachdem es mir immer zu blöd worden ist. Also das Wichtigste ist, Configure ist nicht gut genug, um die 8 Names in den verschiedensten Varianten zu trennen. Das heißt, die neue Variante beschreibt die alte. Das heißt, man muss den 8 Name anpassen, dass die Installationen parallel sind. Dann bei Perl Pro war immer das Problem, Perl Pro installiert alles komplett lokal. Das ist zwar super, wenn man eine stabile Umgebung haben will. Es ändert sich nichts, aber mir ist das Problem immer, ich will meine Perls immer up-to-date halten. Das wäre bei Perl Pro besonders hinderlich, weil da will man ein stabiles haben. Ich will immer ein neues haben, damit ich dann die neuesten Fehler nachvollziehen kann. Das heißt, wenn sich jetzt die neue stabile ändert von 5.18.2 auf 5.18.4 oder so, oder 5.18.3, dann ziehe ich das alles nach und vor allem das Schlimmste sind immer die Module nachziehen. Also wenn jetzt ein neues Mus rauskommt, Mus ist immer am schlimmsten oder Catalyst, dann hätte ich das gerne auf allen meinen Perls. Und dort ist es so schlimm, dann für alle Perl Pros das zu machen. Man hat eine Perl Pro, dass man eine stabile lokale Umgebung hat, sondern ich habe eine instabile, aktuelle, globale Umgebung. Das sind jetzt so die aktuellen, stabilen Perls, die ich immer so teste. Die hintere Nummer ergibt sich aus den Tags, das ist der letzte Tag, der aus Git kommt. Es gibt immer den Release-Tag, deswegen weiß man immer, was das letzte stabile Release ist. Perl selber, Perl 5 unterstützt nur die letzten 2 und als Modulautor will wir so viel wie möglich unterstützen. Also ich gebe jetzt 5.6.2 zurück, weiter unten wird es schon ein bisschen schlimmer. Und 5.6.2 ist auch schon irgendwie eine gepatchte Variante. 8.4, 8.5 ist wegen Red Hat das Problem, Fedora, oder nein, hauptsächlich CentOS, die stabile Red Hat-Variante, Enterprise und Red Hat Fedora und die alte Solaris-Variante, die sind immer noch auf 8.5 und 8.4, teilweise auf 8.8, CentOS 6, 8.9 gibt es eher weniger, aber das ist auch wichtig. Und dann hier war der große Sprung von 8 auf 10. Und dann von darauf ist dann ein Muster. Also wenn was Großes passiert, ist es da hier oder da unten. 8.4 war also für Unicode Names, 6.3 war nur überhaupt für Unicode und nur ein anderes Unicode. 6.3 ist interessant, ob das da doppelt ist, das ist der beste Fehler von mir. Also das Ziel ist, die Slides sind alle auf Englisch, ich hoffe, wir können es auf Englisch lesen. Also baue jede Menge Perls, baue jede Menge Module, verwalte die Module und teste die Module. Praktisch mein privates Selber-Test-Framework. Von den Features her ist jetzt nicht nur die Version interessant, sondern mit Debugging, ohne Debugging. Mit
ist langsamer, aber kann ich leichter die Fehler reproduzieren. Mit Debugging kriege ich Runtime Assertions, das heißt, wenn irgendein Pointer fehlerhaft oder eine Variable einen falschen Datentyp hat intern, dann würde ich das mit Debugging sehen, mit einem normalen, schnellen Perl, ohne Debugging, ruft dort einfach drüber und es könnte dann sich der Fehler erst für weiter hinten auswählen. Oder überhaupt nicht, das wird einfach ignoriert. Also mit Debugging ist ein Safety-Feature, wenn man einen Fehler findet und sich besser analysieren kann. Und Threads und Non-Threads, es gibt noch eine andere Variante, das ist die M-Variante bei mir, das ist die Multi-Variante heißt die. Es gibt auch eine Variante, die baut das Perl, die internen Daten zu tun, so wie Threads, aber verwendet keine Threads. Also die Standardvarianten sind Threads, Non-Threads und Multi. Die schnellste ist die Non-Threads natürlich, die empfohlen, ja, weil natürlich die Releases die offiziellen Releases sind nur mit Threads, weil die User dann immer jammern und sie hätten gerne Threads und Perl hat Threads, warum gibt es nicht? Deswegen ist bei den Standard-Releases, also beim GPW oder Red Hat, OS X, das Maxports gehört, das sind immer mit Threads und als normaler Entwickler verwendet man keine Threads, weil man das besser macht. So wie Reini oder Coro oder so etwas. Dann, was noch wichtig ist, ich hätte ein einzelnes File, also früher das Shell-Skript, das kopiere ich dann auf meine Posts, wenn ich ein Update mache. Also praktisch Fatbacker. Also damals hat es noch kein Fatbacker gegeben, das Modul schon eher alt. Oder das Skript. Dann habe ich ganz wenig Dependencies, so wie Modul im Prinzip, also so wenig wie möglich Dependencies. Die schlimmste Dependency ist, glaube ich, Upgrad. Das ist die kleine Variante zum Moose-X-App. Nur ein bisschen schneller halt. Hat auch ein paar Probleme, die ich nicht so mag. Das ist verkehrte Boot-Händler-Dependency, die komplett verrückt ist. Die braucht man, wenn man einen Befehl definiert, ein Kommando und dort einen Help-String gibt, einen Doc-String. Und der Doc-String fängt an mit Print oder Remove oder so etwas oder Unlink. Also wenn man hinschreibt, man schreibt einen Befehl Unlink oder eine Methode Unlink und der Help-String fängt dann an Unlink bla, dann wird das dann zur Runtime ausgeführt. Das heißt, das sind dann lustige Side-Effects, die dann auftreten, wenn man einen Doc-String hat durch den Naming Conway, der seine Attribute zur Runtime immer ausführt, also die Rolle geht. Das ist so die Perl ist super, perlall ist nicht so super, aber trotzdem ist relativ sinnvoll. Ich mag ja perlall mehr, weil ich es selber geschrieben habe, aber es ist noch erweiterungsfähig, also es gibt viele To-Dos. Bei mir sind alle global und shared, dann geht der rote Punkt nicht. Das heißt, es sind alle unter user-load-lib per 5 oder user-load-wing, weil das der Standard-Präfix ist und der Windows was anderes. Bei perlall ist alles privat. Bei perlall hat man natürlich das Problem mit der Begrenzung der 8 Pfade, das heißt, die 8 Pfade werden dynamisch angepasst, je nachdem wie man es baut. Dann perlall gibt es automatische Path Installation, man muss es händisch machen bei perlall, das heißt, man muss angeben, verwendet man root oder sudo oder non-sudo, je nachdem was man hat. Wenn man ein Modul installiert oder wenn man das Perl baut, gibt es so Optionen. Und perlall tut nicht nur bauen, perlall ist ja hauptsächlich zum Bauen, zu bilden und dann ein bisschen testen. Und mit perlall ist ein bisschen mehr, also da kann ich mal eine komplette Umgebung initialisieren mit meinem wichtigsten Modul, die ich angebe in meinem Konfigurationsfile. Ich mache ein C-Bahn oder ein C-Bahn-M, make test ist eigentlich das Wichtigste, dann baut er das Modul und testet es, und make install ist, wenn ich schnell auf Module nachziehe, wie den allgemeinen Perls und so weiter und so fort. Zum Beispiel, das ist einmal das erste, was ich mache, von einer neuen Maschine, für alle unsere neuen stabilen Varianten, die es so gibt, also für alle Released Perls in der letzten Variante. 18.4 ist dann das neue. Früher habe ich das in einem Shell-Skript gehabt, jetzt ist perlall ein Perl-Skript. Field, dann ist das die P-Variante, also 562. Und dann gibt es hinten die Suffixes, also -nt heißt non-threaded. Es gibt da zwei Varianten, das ist meine Variante, die nt, und dann gibt es die alte Variante, ich glaube die war von Christensen vor 15 Jahren, wo hinten immer thr anhängt für threaded. Das heißt, ein Perl ist unthreaded und dann gibt es auch noch eine threaded-Variante. Nachdem aber die Distributionen jetzt threaded haben und die unthreaded ist, die absonderliche sind, habe ich immer mit dem nt hinten und dann die Debug-Variante mit d, ist Abkürzung für Debug.
so heißt mein Perl danach. Das heißt, am Perl 5, 18.4, day-1t. Und m ist die Multivariante, wo ab und zu ein paar lustige Fehler sind. Es ist hauptsächlich OBSD und Dragonfly. Ich glaube, die bauen das so, wenn man dort einen Fehler kriegt, sind schlecht, wenn man sowas hat. Dann dauert es ungefähr 2 Stunden, mal oder 5 mal, weiß nicht, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 mal 5 sind 55 Perls baut, mal 20 Minuten. In dem Fall baut er sogar ziemlich langsam, das heißt, die sind alle verbos, das heißt, er bringt jetzt wahnsinnig viel auf Term, was eigentlich das Langsamste ist am Bauen. Wenn man das required macht, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann macht er einen Test, der dauert auch noch 900 Sekunden, also ungefähr 2 Stunden. Dann schaut man sich die Liste an, was er alles gebaut hat. Dann installiert man alles durch. Zum Beispiel installieren momentan hier nur YAML zum Beispiel, aber mit init installiere ich alles durch. Ich habe bei mir CPAN-Reporter als erstes, damit die Fehler sofort einmal reportet werden an den Modulautor. Das sind ganz viel, ungefähr 50 bis 100 Dependencies, die man als reporten kann. Und weil es sind viele XS-Module auch dabei mit kaputten Dependencies, die alle nicht funktionieren. Das dauert dann nochmal 2 Stunden. Für diese ganzen CPAN-Installationen braucht man noch viele Patches, damit die durchgehen, weil nicht alle Module durchgewartet sind. Da gibt es dann eigene Disto-Treffs, die ich verwalte, das sind ungefähr 200 bis 300 Patches, glaube ich, dass das eine durchgeht. Und dann bin ich endlich mein Modul, aber jetzt irgendein sehr verrücktes wie Generate zum Beispiel, mit dem kann man die Opcodes ändern. Mache einen Test und mache einen Install. Das ist so eine typische Common Task. Noch typischer ist, ich baue ein neues Perl. Da kommen jetzt ganz viele Shell Analysis. Die sind jetzt alle privat von mir, kann man nehmen. Perl Git heißt zum Beispiel CD, in die Git Source. Git Fetch Tags, G ist die Abkürzung für Git. Fetch wäre eigentlich F. Tags kann ich vorstellen, 2 Striche, das sieht man nicht so. Mit dem kriege ich die neuen Release-Versionen. Wenn ein neues Major Release ist, dann ändert sich immer von 18.4 bis 18.5 zum Beispiel, oder jetzt 22.0 würde kommen. Und dann kann ich es bauen. Q ist für Client, das geht dann ziemlich schnell, und N heißt No-Test. Es gibt 2 Varianten, die Options können vor dem ersten Kommando stehen oder danach. Das heißt, die vor sind die allgemeinen Options, das sind die Quick-Options, und da ist dann was gebaut wird. Und Bleed wird automatisch aufgelöst auf die letzte Variante, also in dem Fall wären es 5, 21, 11. Und dann gibt es noch einen Git-Stack dabei, der steht dann auch im Nachhinein dabei, damit ich alle meine verschiedenen Module unter verschiedenen Nachnames habe. Also das wäre dann das 6-stellige Abkürzung vom Git-Stack. Das dauert 3 Minuten. Q ist für Client, N ist für No-Test, und dann kommt er mit der Meldung. Und das ist der Git-Tag, den macht sich dann ein, das kann man irgendwie machen. Kann sich das anpassen, ich habe immer das Add genommen. Damit es eindeutig ist, was für Perl das ist. Dann wird es dann schlimmer, dann müssen wir dann von diesen neuen Perl alle Module updaten. Und zwar, normalerweise werden nur die XS-Module abgedatet, weil die Standardmodule gibt es schon. Das ist der Vorteil zu Perl Pro. Mit Perl Pro muss ich alles updaten. Das bleibt dann. Mit perlall update ich nur die Sachen, die neu sind, weil die alten gibt es schon im Pfad. Ja. Vielleicht ein Beispiel. Wenn es nicht so trocken ist. Also das wäre zum Beispiel perlall m, das sind alle Major-Module. L ist für List und M ist für Major. L wären alle Perls, das wird schon viel schlimmer. So viel schlecht sortiert. Da sieht man dann so Varianten. Asan zum Beispiel ist ein Magic-Suffix, der baut mit dem Address Sanitizer. Wer kennt den Address Sanitizer nicht? Ja, das ist zu viel. Das ist so das wichtigste Modul, um Fehler zu finden, Adressfehler. Der checkt zur Compile und Runtime Adressfehler. Und dann macht es mit speziellen Hashes. Es ist im Prinzip so sicher wie Wahlgrind.
nur ungefähr 10 bis 20 Mal so schnell. Also man sollte eigentlich Beta-Versionen von seinem C oder einem kompilierten Modul mit dem Adder Sanitizer ausliefern, weil der viel mehr Fehler entdeckt als alle anderen und es nur zweimal, also nur doppelt so langsam ist, dass man könnte sich die Beta-Version ruhig beim Kunden ausliefern, aber kriegt halt viel mehr Fehler zurück, weil man selber nicht testen kann. Modul, das ist eine Variante, oder Perl, das ist eine Variante RC1, Basics, also das sind alles von mir irgendwelche komischen Varianten, die ich gebaut habe. Was wollte ich eigentlich zeigen? Genau, das ging gerade letztes Server her. Das seht ihr, wie so der ausschaut. Das ist jetzt OS X. Das ist die Config A-Client, die wird gebaut automatisch. Use Devil, das Lustige ist die Version only. Das ist nur ein Installationshack, damit er dann diese Version dazu nimmt. Die ganzen Unterversionen. Das heißt, wenn man einmal was auf 5.8.4 oder 5.10 updatet, nimmt er dann dieses Update in allen anderen Perls, wenn er es dort nicht findet. Also man braucht eigentlich nur einmal Update in einer unteren Variante, die letzte Variante ist, und weiter oben nicht. Also der ist ziemlich tief, der Link-Pfad. Die Install-Mandis haben wir gesehen vorhin bei Max schon. Die Man-Files brauchen wir nicht, also brauchen wir nicht, dass die überschrieben werden. Das ist die ohne Threads, das ist die NT-Variante. Dann der GC wird übernommen von der Standard-Perl, der User Local in Perl, von dem nimmt er die Standard-Flex her. Und zwar bei Darwin besonders, aber bei Solaris sind die Hints meistens ziemlich kaputt, deswegen eher bessere Hints. Bei Darwin schreibt er immer noch hin ohne Share-Tipps, weil dort das Laden der Lib-Perl Ü-Lib zu langsam ist. Deswegen braucht er eine statische Lib-Perls, also Lib-Perl.a, und ich hätte es aber gerne mit User-Share-Lib, deswegen muss man das händisch überschreiben. Wenn man weniger Platz braucht und so viel langsam ist es nicht. LD-Flex braucht man also für den Flat Namespace und für die CC-Flex habe ich gerne explizit die X64 oder die SSD3. Das ist eine Ecke schneller, SSD3, dann gibt es noch andere. Das ist noch so Standard-Ding. Und was ist noch interessant? Da ist ein bisschen was gepatcht drinnen, das wird automatisch werden mit einem speziellen Command-Line-Flag kommen dann die letzten Patches rein. In 3 Varianten: Compiler-Patches, Performance-Patches und Security-Patches. Okay, so schaut das aus. Oh, so schaut das aus. Das ist nicht so gut. Das war jetzt mein Release. Das schaut gleich aus. Das ist init out. So, Test-Reports. Alles, was gemacht wird, wird mitgeloggt, wird immer Logfile erzeugt. Log-Make, Log-Make-Test, Log-Build und so diese ganzen Commands. Die kann man dann nachträglich auswerten oder wegspeichern. Zum Beispiel die Generate, weil es eine Erweiterung ist, macht man ein Make-Fest, Local. Der generiert dann für alle diese 60 oder 70 Perls, die ich da gehabt habe, baut er den durch und speichert ab, ob Pass oder Fail ist und dann die einzelnen Zwischensteps. Also das Testing-Set ist verbos, man sieht aber nur das Endergebnis in der Summary, damit man dann nachträglich in den Logfiles schauen kann, welche Tests fehlgeschlagen sind und ob es da jetzt irgendwelche Zusammenhänge gibt. Ist das threaded, ist das non-threaded? Das ist ungefähr so wie Zepan-Tests, wie die Zepan-Matrix, damit man das selber machen kann, die Matrix, damit man ungefähr auf Ideen kommt, was da falsch ist. Hauptsächlich verwende ich es beim Compiler, weil der Compiler super kompliziert ist. PC. Also Generate ist mal einfach. Compiler dauert mehrere Stunden, bis das durchgebaut ist. Test-VM ist dann auf den anderen Plattformen, das heißt jetzt nicht nur auf Solaris, nicht nur auf Mac, sondern auch auf Linux, die verschiedensten Varianten oder BSDs, die man so hat, wo man Zugriff hat, oder man kann sich einen Account besorgen beim Tux für HPUX oder irgendwas, die klickt man dann rein in der Konfiguration. Kann man automatisch SSH hin oder irgendein VMS-System oder irgendein verrückten halt, wenn man dann Zugriff hat. Also alle eingetragenen VMs werden dann durchgetestet. Das heißt, er macht dann ein SCP, kopiert dann mal die Modul-Updates hin, dann macht er ein SSH und ruft dort auf Perl Make Test.
Und dann kopiert er die Logfiles wieder zurück. Das dauert länger. Deswegen macht man das parallel. Ne? Wenn man viel zum Testen hat, hat man mehrere VMs. Auf meiner Testmaschine habe ich 10 VMs, braucht halt viel Speicher, also über 16 GB ist ein bisschen schlecht. Geht auch mit 8, aber 16. Und dann kommen dann solche Sachen rein. Ne? Also, OS X, diese Namen kommen dann automatisch aus dem Domain. Linux Mint, das haben wir kopiert, das ist ganz lustig. Das sind Verträge. Irgendwelche BSDs sind 4, kein, 7 und so weiter. Kriegt man jede Menge Logfiles zurück. Und dann wird es dann schon schwierig. Und dann habe ich ein anderes Skript geschrieben, die gibt es aber nur im Compiler selber, PC. Das ist der Compiler, der hat dann die ganzen Auswerteskripts dabei, weil dann wird es dann wirklich kompliziert, wenn man dann schauen will, sich die Matrix anschauen, da ist ein bisschen künstliche Intelligenz dabei, der sich so Unification macht, der Fails und der Passes, damit er dann die kleinste Menge, Setmenge ausfiltert, was jetzt der kleinste gemeinsame Nenner ist, was jetzt fehlgeschlagen ist oder was gut gegangen ist. Also das Store Records tut einmal die Logfiles in dieser Variante wegspeichern, in irgendeinem Verzeichnis, wo Records bla bla bla. Dann Status Update FQD gibt man zum Beispiel jetzt, das ist jetzt für den Compiler, gibt man ungefähr aus, welche Tests fehlgeschlagen sind. Zum Beispiel Cycling hat einmal irgendwelche CC-Tests. Der Name des Testfiles, das ist die Nummer des Tests. 15 ist halt kaputt auf Mint, 15 ist kaputt auf dem, also 14 und auf 18 und so weiter und so fort. Also wenn es bei komplizierteren Modulen, ich habe eigentlich 3 komplizierte Module, aber es zahlt sich schon aus, vor allem der ist wahnsinnig kompliziert. Aber auch, der Bilder steht im Hinter mit seinem IOSSL, eigentlich mehr das NetSSL, für den wäre es ganz hilfreich. Haben wir noch irgendwelche Kundschaft hier? Haben wir noch Kundschaft hier für sowas? Für ganz wenige Module? Nee, gell? Ganz leise. Geht weiter. Okay, wir gehen automatisch weiter. Oh, das ist jetzt nicht gut, der macht hinter meinem Rücken. So, dann ist noch lustig, was die anderen rausfinden über sein Modul. Die Reports werden abgespeichert in JSON-Format oder YAML, ich weiß nicht genau. Von den zwei. Die kann man sich runterladen. Da habe ich so ein Skript Download Reports für meine Variante. Der macht dann die gleichen Logfiles, die ich dann habe, im selben Format, die ich dann auswerten kann. Die werden dann hier abgespeichert zum Beispiel. Also mit der Nummer. FQD, Fail Only, Quiet, No Dump, Display, also Dump. Ich glaube, das funktioniert jetzt schon. Im Prinzip, ein Report wird gemacht, make test process 1, also verbos. Das wird umgeleitet in einen Log-Test. Und dann wird das Log-Test umbenannt noch in die Architektur und die Nummer. Dann wird noch ein Div angehängt, wenn es irgendwelche lokalen Änderungen gibt. Oft machen lokale Änderungen was kaputt. Und dann die Perl-Variante und dann hat man das dann weggespeichert als Plaintext-Files, das sind keiner Datenbank, als Textfiles. Okay, das wäre mal die Testphase und die Testauswertungsphase. Jetzt wird es dann kompliziert, wie kann man das Ganze konfigurieren. Das ist eigentlich der Trick von Perl, dass man im Prinzip ein Shell-Skript nimmt, ein .file, das dann gesourced wird. Das heißt, und in das Source-File schreibt man rein Endvariablen. Also die Build-Root zum Beispiel ist da hier, wo das Perl gebaut wird. Das ist jetzt nur für die Build-Kommandos. Alias werden direkt von der Shell ausgewählt. Also das ist nur ein Env, das dann vom Perl genommen wird und das ist direkt Shell Alias. Also Perl Git ist ein Alias, das geht dorthin und das ist mein Pfad. Und der Trick ist, dass dieser Alias auch gleichzeitig eine Variable ist für das Perl, glaube ich. Ist das? Bin mir nicht sicher. Habe ich schon vergessen. Aber jetzt ist das ist kein, es wird nicht von Perl gewesen, es wird von Shell gewesen. Das ist der Trick. Und die Shell ist ein bisschen besser als Perl, ist ein bisschen einfacher. Ich arbeite viel lieber in der Shell als in Perl. Ja, sonst würde ich in einer Perl-Shell arbeiten. Da steht Zollberg oder so? Zollberg? Ja, dann lieber. Ich arbeite nicht in einer Risk-Shell, ich arbeite in einer Bash. Dann habe ich immer den wichtigsten Leiter, das ist P, das ist das aktuelle Perl. Das wird sicher gelesen von perlall und von den anderen Skripts. Was ist mein aktuelles Perl? So, das ist lustig, jetzt kommen die ganzen Shell-Aliases. Das sind so die ganzen
ganzen Tricks, die man so verwendet im Alltag. PW ist ein Perl mit IB-Lib oder ein B-Lib, das heißt mein lokales Perl. D ist für Bild, mein lokales Bild. Also verwende jetzt das aktuelle Perl, also das P da hier, im lokalen Pfad, B-Lib A, B-Lib Lib. Und ich verwende nicht ein B-Lib, weil ein B-Lib leider Gottes meine Tests beeinflusst, weil da ein bisschen mehr dahinter ist als diese zwei Sachen. Also ich verwende jetzt absichtlich nicht das Modul B-Lib, weil das wirklich ein paar Tests mir gut haut. Die funktionieren dann so und dem nicht. Oder umgekehrt. PMF zum Beispiel ist Make Perl Fast, glaube ich. Also wenn es ein EUMM ist, wer weiß das nicht, was das heißt? EUMM. Explicit Maker. Ist von C eine Variable EUMM oder MB. MB wäre die Modulbildvariante. Also für EUMM ist es leicht, Perl Makefile, und die andere Variante ist, weil das Modul leider keine Dependencies verwalten kann, und was ein richtiges Make-System ist, muss man zuerst einmal das alles wegschmeißen, also ein Clean machen, und das Clean geht jetzt leider nicht mit P-Build Clean oder P-Clean oder bla oder Build Clean, sondern muss das händisch machen in der Shell und dann neu aufrufen. Dann ein PM, das heißt baue mein Modul mit dem aktuellen Perl, also Perl Make ist ein PMA von M. M ist die Abkürzung für Make. Also er ruft da auf Perl Makefile und Make. Damit habe ich mein Modul gebaut. Und wenn es ein Bild ist, macht es mit dem. PP-Pan macht ein C-Pan mit meinem aktuellen Perl, weil ich so viele Perls habe. Ich kann es auch mit perlall C-Pan machen, aber PP-Pan ist kürzer. Make ist M, MC ist Make Test, aber auf 4 Cores, weil man mal jetzt 4 Cores hat, vielleicht hat man 8 oder 4. Das kann man sich da reinschreiben. MI ist Make Install, das ist Make Test, und SNI ist, weil es ein Sudo ist. Normalerweise hat man eine Sudo-Variante. Perl nicht, Perl ist leichter, das geht mit Local, aber ich habe immer als lokal in die lokalen rein, also in die globalen Perls. Also wenn ihr eine lokale Testumgebung haben wollt, seid ihr mit Perl sicher besser, weil der fix ist, aber meine ist immer für globale Perls. MT macht ein Test, wo das wegteamt. Das ist ein steigendes Log-Test, aber er macht es nicht verbos, das heißt, das ist ein kleines Log-Test-Teil. Was ist das? Das ist die schlimmste Variante in PPM, das heißt, wenn ich nur ein Makefile habe, aber ich nicht weiß, was das aktuelle Perl ist, mit dem ich das Modul gebaut habe, dann mache ich ein PPM. Das heißt, setze die P-Variable, was dort gerade gebaut ist. Das sind so Shell-Tricks, Regrep, welche Perl-Prozesse laufen dort. So typische Test-Session zum Beispiel wäre PM, PB Failing Test. PM ist das Machen in meinem Perl. Da oben sind immer die Abkürzungen, du weißt, was das ist. PBD Failing Test, das heißt, er ruft auf Perl, IB-Lib A, IB-Lib Lib. Das lokale Perl und ein lokales Modul. Das ist jetzt alles in meinem Modul, wo ich mein Modul teste. Ne? In dem Fall P-Generate zum Beispiel. Was für ein Modul hat. D ist der Debugger, das heißt, ich rufe in den Test hinein und debugge mich durch und dann fail Test. MT, dann teste ich nochmal alles durch. Und wenn das funktioniert, dann teste ich alle durch, alle Perls. Also jetzt funktioniert es für das eine Perl und da unten möchte ich wissen, funktioniert es für alle Perls. Also perlall M. M ist jetzt nur für Major Perls, also nicht für alle Perls, sondern nur für die released Perls. Das sind jetzt nur 10 oder so. Logo, das braucht eigentlich gar nicht. Noetig ist ein Filter, der filtert alle Git-Varianten ganz gut. Und Make-Test macht dann Tests und speichert die Files weg. Und da könnte man noch ein Q reinmachen, wenn das möglichst weit ist. Dann gibt es noch schöne Befehle, wenn man was wissen will, wenn man was checken will, über alle seine Perls, was können die Perls, wo habe ich was, welche Flex habe ich, das ist der Do-Befehl, den gibt es im Perl auch. Also welches Modul hat kein YAML, welches Perl hat kein YAML, wo fehlt das YAML? Weil Reini in letzter Zeit den YAML rumgetan hat und ich will wahnsinnig Dependencies dazu gehängt hat, die 4 und noch 4. Oder installiere das YAML jetzt auf den 5.8ern. Was ganz komisch ist, also ist das sogar falsch bei hier, da gehört er ins Cape rein, Quote,
vor dem Stern, sonst wird es nichts machen. Man kann hier keine Nummern angeben, keine Perl-Varianten. Welches Perls, dann muss es über die Shell machen. Man sagt perlall ist 5.8, das heißt, es wird das Env gespeichert und dann filtert er dann nur über die 5.8er und macht dann dort einen C-Band MFS. Das heißt, das S ist ja Suche und S soll ich vergessen, das ist Force, für einen Test. Ja. Oder Wahlgrind ist sehr hübsch. Testet das Ganze mit Wahlgrind. Wir haben leider keinen, im EUMM fehlt ein Wahlgrind-Target. Da fehlen viele Targets, aber das wäre ein hübsches Target. Also das Cover fehlt zum Beispiel, Make Release oder solche Geschichten. Erzählt man Upload oder diesen oder bla bla bla. Das sind halt eher ausgeht. Wenn man sowas für Wahlgrind, macht er ein Perl Make, das heißt, er macht Perl Make-File und dann Make. Das heißt, das Perl ist gebaut. Dann muss man das Ganze abrechnen mit so einem logischen Und, das heißt E1. Und dann geht man weiter und macht einen Shell-Befehl. Das heißt, das Ganze, alle Argumente werden hier als Perl, dem Perl übergeben. Nach dem Make oder nach dem Do oder beim Make-Test. Und deswegen breche ich das Ganze ab, E1. Und dann hier sind dann die Shell-Kommandos und dann sage ich Wahlgrind E. Und das ist jetzt mein aktuelles Perl. Mit dem und testet er dieses Ding. Schöne wäre, wenn man das Dollar hier weglassen könnte, aber ich habe es noch nicht geschafft, jetzt vom Perl-Prozess die Alias zu setzen oder zu lesen aus dem geheimen Blog. Das wäre ein bisschen schwierig. Würde zwar gehen, aber es wird schwierig. Vor allem Flugperl. Okay. Das heißt, ich schätze so eine Shell-Variable. Also das wird dann immer ausgeführt. Das ausgehen, das ist schon nicht schlimm, also macht Perl mit den Argumenten. Jetzt wird es dann ganz kompliziert, wenn ich das noch auf den anderen Plattformen haben will. Wie schaut die Zeit aus? 50 Das ist natürlich ein bisschen Setup-Aufwand und das sollte auf allen ziemlich gleich sein. Also alle Module sollten lokal im selben Pfad sein, das Perl selber muss nicht sein, aber man muss sich seine Konfiguration bauen oder zumindest so hintergrund die laufen. Das braucht 1-2 Tage, bis man seine VMs fertig hat. Man muss sich SSH-Keys kopieren, Profile, Bash-RC anpassen, je nach System, das wir haben, oder Shell. Dann das Layout ist auch sehr hübsch, wenn es das wäre, weil er dort in die Directory reinspringt und dann anfangen zu testen. Also auf einer Windows-Maschine, es geht natürlich auch mit Windows, wir haben das zwar auf Windows, man kann ja auch locker testen, Cygwin oder MSys oder MSVC, eBay und MSVC, glaube ich, heißt die und MSys. Nehme ich zum Beispiel die drei da hier, also bis zu 4 ist ganz gut, dann ab 8 wird schlimm. Der hat ein bisschen, es gibt ein paar so Hooks, wo man die VMs starten und stoppen kann. Wenn man kann sich ein Limit angeben, weil es vom Speicher schlimm ist, dass man seine VMs automatisch starten und stoppen kann. Es gibt so Hooks für VM-Start, VM-Stopp. Momentan nur für KVM, aber ich habe es auch vorbereitet für VMware gesehen, Virtualbox oder wenn man andere hat wie Docker und solche Sachen, dass man sich ein Docker-Image startet, gerade so ein Ding. Also das sind so kleine Hooks, aber normalerweise, wenn es so schlimm wird, dann baut man sich was eigenes dann, auch bei Verwaltung, was man sich gar anders schätzt wird. Das sind aber nur 4-5 Zeilen. Dann habe ich so J4, da macht es ein bisschen Scheduling, er schaut, dass maximal 4 rennen und wenn das erste rausfällt, stoppt er das wieder. Vor allem, wenn es mit KV1 so viele Fehler gegeben hat, mit der Dreier oder mit C-Groups, wenn man dann mehr nimmt, dann fangen wir Spinnen an. Oder wenn ein neues Perl-Release rauskommt, machen wir das ein bisschen durch. Oder man nimmt sich ein Beat. Das heißt, man geht einmal in die neue Perl-Direktor, wo man sein Git-Verzeichnis hat, update sein will, checkt das neue aus. Perl ist so allein, der geht in die Directory, wo die Perls gebaut werden. Ist ein bisschen weiter unterhalb. Dann baut man sich das neue Release, das war dann vor kurzem. Debug und Threaded, weil die nicht so gut getestet sind, aber ich nehme dann Debug Threaded und Debug Non-Threaded. Für Benchmarking nehme ich dann das Non-Threaded, weil das eine schnelle Perl, das sieht man dann, dass es doppelt so schnell ist. Also vor allem auch doppelt so schnell ist das 514er. Updatet man alle Module mit dem Ganzen, damit es auch funktioniert in meinem Perl. Dann geht man
geht man rein in sein Modul, setzt eine Lies und testet es. Dann für Bleeds gibt es verschiedene Varianten. Man kann es linken, dann macht man Symlinks. Damit das Ganze ein bisschen schneller braucht, weniger Platz, aber das ist jetzt, sollte man eher weniger verwenden. Und mit dem neuen GTC der 5er, also das ist ein großes, der hat eben so ein MP dabei. Der GTC 5 findet viel mehr schöne Sachen als der GTC 4.9 und hat auch viele andere schöne Features und ist jetzt fast besser als der C3.7. Also der Bleed ist die magische Version, die wird aufgelöst, der Link macht Make Symlinks. Oder man nimmt sich eine C-Line-Variante, dann kann man angeben als, also wie das neue Perl heißen will, oder man schreibt es einfach da hinten dran, C-Line, dann würde das auch erkennen. Wenn was fehlschlagt, also Perl hat meistens, wenn es noch keine released Variante ist, gibt es viele Testfehler, kann man Vorsieht-Install machen, das heißt, er geht in die Build-Directory und macht dann einfach Install, obwohl die Tests fehlgeschlagen sind. Wenn der Test fehlschlägt, bricht er ab. Oder man nimmt sich irgendeine Branche, irgendeine Variante, die noch nicht freigegeben ist, die irgendeiner entwickelt. Der Smoke will zum Beispiel, wenn man smoken will, der hat da zum Beispiel ein DK, da baut er dann sowas, und das kann man dann, mit dem kann man dann testen. Oder man nimmt sich eine Parent-Variante, schreibt einfach hinten einen Parent an. Das wird jetzt bald einmal die Zukunft sein, weil das ziemlich cool ist, das Feature. Das würde dann so ausschauen, der Output, das ist was der intern macht, das ist der Log. Das heißt, er baut sich ein perlall mit den Flags, geht in diese Directory rein, holt sich das neue Tag, macht ein Hard-Reset, macht ein Clean, macht das Configure, dann macht er Post-Configure-Fixes, das ist das Problem, weil er die Arch anpassen muss, das heißt, er muss hinten irgendwie das Parent dranhängen. Das weiß man nicht vorher, weil man nicht weiß, wie das ausschaut. Dann baut das, dann löscht das, dann installiert das. Was alles installiert. Also diese Scripts, das ist jetzt von mir so ausgewählt. Das ist nicht so gut, das ist jetzt versionsspezifisch. Und das ist, was noch fehlt. Das hätte ich gern, wenn ich jetzt genug Zeit hätte, aber leider nicht. Das ist ein Smoker, weil inzwischen gibt es fast keinen Smoker mehr. Das ist irgendwie so eine Shell-Logik einzuhängen, das Ganze zu smoken. Irgendeine Branche, das heißt, man gibt eine Branche oder mehrere Branchen, dann klappt er das und smokt die alle durch. Oder Benchen, dann muss man irgendein Bench-Skript. Habe ich mal ein paar Vorschläge, ob wir nicht weiterkommen, weil Bench ist nicht so leicht, leider nicht ein stabiles Bench-Framework gehört. Und Prof ist auch nicht schlecht, weil man das irgendwie so expanden kann. Das heißt, alle, die das kloppen können, alle Table-Prof-Module, installieren wir alle Table-Prof-Module. Das geht leider nur mit C-Bahn. Meta-C-Bahn habe ich es noch nicht geschafft, das zu matchen, so in dieser Syntax. Also mit C-Bahn würde das gehen, wenn man noch Zeit hat. Das war's, glaube ich. Immer noch Spezialfragen? Ich bin auch noch da. Also ich verwende es jeden Monat, aber ich tue kaum mehr weiterentwickeln. Wenn es mir gefällt, einfach Pull Request. Symlinks werden erkannt. Also wenn ich dann Symlink mache oder Hardlinks, dann führt er dieses Subkommando aus. Ja, Reini. Ja. Ich habe noch eine Frage. Funktioniert das auch mit Pinto oder nur mit C-Bahn? Also es gibt 2 oder 3 Befehle, C-Bahn, C-Bahn-M, und da kann man die noch konfigurieren, was die machen. Also man könnte dann dort hinterlegen, welche Befehle er wirklich ausführt, um das zu installieren. Also C-Bahn, C-Bahn-M, und da gibt es verschiedene Varianten, wie local, sudo oder mit Pinto oder so. Das kann man sich konfigurieren. Das geht eh schon. Okay, so beispielsweise unser Geschäft hat funktioniert noch immer mit 5.8 und noch etwas, und es hat andere Virtual Maschinen mit 5.18. Ja. Entschuldigung, ich gehe weiter in Englisch. And then they are afraid to upgrade their virtual machines to something else, because they're way too scary that something will break down. Will your perlall be some kind of well, test to see what's going to break with all your files? Just run all your Perl 5, 8, 10, 12, 13 on
any machine you can think of, use your Pinto library and test what's going to break? Perl is just a pre-flight. Yeah, that's a normal business layout. Normally, if you use Pinto already, it's better to use Perl because that's stable. That's your secure, stored away configuration. And my configuration is better if you want to test more or maintain more Perl at once. So, because I have 20 Perls or 10, usually I test it. It's more for testers. For the business, it's better you have your local installations, but you have to be sure to have separate ARC entries if you test separate ARC versions. So the debugging version must be debugging has a separate ARC entry. The multi and threaded version already has a separate ARC entry, but Git versions or other different flags don't have separate ARC entries. So that's better than with perlall or with perlall. Both is okay. The only problem with perlall is you have to change your Perl all the time, and here I can keep it together. It's about the same. Okay. Perl does a little bit more.